Ständig scheitert es an den Frauen. Ich würde ja gern so leben wollen, aber meine Frau will nicht. Das haben wir öfters in den letzten Jahren gehört. Scheinbar haben viele Männer einen Traum, freier zu leben, anders zu leben. Aber scheinbar haben die Frauen nicht denselben Traum wie ihr. Aber vielleicht bedeutet ja für diese Frau diese Freiheit etwas anderes. Vielleicht beinhaltet diese Freiheit auch etwas Verlust an Komfort. Die Frage ist, wie viel Komfort brauchst du wirklich, um dich wohlzufühlen? Vielleicht könnte man auch sagen, Freiheit klingt erst mehr romantisch, bis man merkt, was man dafür vielleicht alles aufgeben muss. Viele wollen diese Freiheit, aber nur so lange wie Strom, Internet, Wasser, die ganze Infrastruktur, Schule, Supermarkt, alles weiter funktioniert wie vorher. Jetzt mal ein konkreten Beispiel von uns. Ja? Ich lebe mit meiner Familie hier im Regenwald von Peru. Wir leben aktuell noch in einem Haus ohne Wände. Wir haben Strom nur, wenn die Sonne scheint und auch manchmal Wasser im Haus, wenn es regnet. Dann ist die Frage, möchte das jeder Mann oder vielleicht jede Frau? Ja, und interessanterweise erhalten wir unter Videos oftmals die Kommentare von Männern, die dann sagen, ja, ich kann mir das auch vorstellen, so würde ich auch gerne leben wollen. Aber meine Frau nicht unbedingt. Ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht, was denn die Bedürfnisse der Männer und der Frauen sind. Ja? Die Männer wollen sich vielleicht verwirklichen, ja, so wie wir, Land kaufen, Haus drauf bauen, einziehen, fertig. Und die Frau, die will vielleicht, naja, wo ist die nächste Schule, wo kann ich einkaufen, wie machen wir das, wenn es regnet, die Straße ist schlecht, oh, die sprechen ja anders, wie mache ich das? Ja, die Frau sieht sich dann eben mit anderen Herausforderungen konfrontiert. Wie kann ich unseren Haushalt, unser Familienleben weiter aufrechterhalten? Wie kann ich weiter sicherstellen, dass die Kinder ihre Bildung erhalten? Wie kann ich dies und das, was so in diese klassische Rollentrennung hineinfällt? Vielleicht ist es ja gar nicht so, dass Frauen per se weniger mutig sind. Vielleicht bedenken sie ja bloß die Konsequenzen in anderen Bereichen. Und dann gibt es eben Exemplare wie meine Frau. Und offensichtlich habe ich da ein etwas ungewöhnliches Exemplar erwischt. Ich höre tatsächlich immer mal wieder, dass ich doch, sag ich mal, eine sehr ungewöhnliche Frau bin. Ich muss sagen, so sehe ich mich selber gar nicht. Für manche bedeutet Sicherheit sowas wie, ich habe meinen festen Wohnsitz, ich habe mein sicheres Einkommen, ich habe meine Versicherungen und für mich ist gesorgt. Also so auch vom Staat her gesehen. Und mir ist es sehr, sehr wichtig, dass wir zusammen als Familie Zeit haben, dass wir zusammen mit der Natur arbeiten, dass ich selber Sachen aus dem Garten verwenden kann und uns zu Nahrung, unserem Essen zubereiten kann, dass ich aufwache und die Sonne mich begrüßt, dass wir füreinander da sind. Und zwar gab es eine Zeit, wo ich die Wahl hatte, die ich dann auch selber getroffen habe, dass ich noch auf unserem alten Grundstück war, in einem Steinhaus. Dazu gibt es auch ein Video hier. Und da wollte ich bleiben, weil sich das ja vermeintlich sicher anfühlt. Ein geziegeltes Haus, eine deutsche Sicherheitstür und wir hatten das Wasser halbwegs geregelt, wir hatten Strom, vermeintliche Sicherheit. Und Sebastian ist schon auf einem neuen Grundstück gewesen und wollte mit den Bauarbeiten fürs Haus beginnen. Ich habe 6 Wochen diese Geschichte da allein in diesem vermeintlichen sicheren Haus verbracht, bis ich irgendwann eine tiefe innere Leere gespürt habe. Der Tag war nicht mehr ausgefüllt mit dieser Gemeinsamkeit, mit dieser Leichtigkeit, mit diesem Gefühl von ich bin erfüllt. Und dann habe ich mich entschlossen, in ein schlechteres Haus zu ziehen, wo die Wände kaputt sind, wo der Boden kaputt ist, wo das Fundament auseinanderbröckelt, wo es auch mal reinregnete. Und ich habe in dem Moment mehr Wohlsein, mehr Erfüllung, mehr Glück empfunden als vorher. Und darauf wollte ich eben hinaus, dass uns die Gemeinsamkeit wichtiger ist und über die Jahre auch immer mehr wert als das vermeintlich sichere Haus. Und zum anderen haben wir hier auch unser eigenes Land. Und wenn die Inflation noch mehr wird oder was auf der Welt passiert, gibt mir das auch ein Gefühl von Sicherheit, dass wir hier in den Garten gehen können, dass wir Dinge ernten können, noch mehr Dinge anpflanzen können und uns selber damit verwirklichen können, uns selber somit ermächtigen, diesen Schritt der Freiheit zu genießen und uns um uns selber zu kümmern und uns selbst zu versorgen. Ja, es gibt natürlich auch mal Tage, die nicht so sonnig sind und wo ich auch mal den Tränen nahe bin, am liebsten einfach auch nur jemanden anrufen möchte von den gelben Seiten etc. und sagen möchte, hey, reparieren wir mal dies oder das oder ähnliche Situationen. Das möchte ich gar nicht schönreden an dieser Stelle. Und doch fällt es mir leichter, besonders auf die Dauer, mit fundamentalen Problemen, sage ich immer, umzugehen, als mit etwas
von der dritten Instanz jetzt, dass mein Briefkasten wieder voll ist mit Briefen, die ich gar nicht öffnen will. Da habe ich es doch lieber, dass es ins Haus reinregnet und ich weiß, spätestens wenn Sebastian kommt, dann ist das Ganze repariert. Der Unterschied ist, dass ich die Nachteile diesen freien, gewählten Lebens besser tragen kann, als die Nachteile meines vorangegangenen Lebens. Was andere an unserem Leben vielleicht als Verzicht ansehen, empfinden wir überhaupt nicht als Verzicht. Wir tauschen den vermeintlichen Komfort gegen mehr Freiheit. Wenn du glaubst, dass wir hier auf so vieles verzichten, verstehst du vielleicht nicht, was wir dafür bekommen. Vielleicht scheitern diese Träume ja gar nicht nur an den Frauen. Vielleicht liegt es ja daran, dass zwei Menschen völlig verschiedene Vorstellungen davon haben, was ein gutes Leben ausmacht. Also wenn einer in der Beziehung mehr diese Sicherheit sucht und der andere für Freiheit plädiert, dann ist es so, dass einer in der Beziehung oft der Leidtragende ist, weil sein Leben nicht mehr erfüllt ist. Ja, und eine Auswanderung löst dieses Problem nicht. Sie macht es oft nur sichtbar. Ja, und sind wir mal ganz ehrlich, vielleicht ist ja auch dieser Satz, meine Frau will nicht, einfach nur eine ziemlich bequeme Erklärung. Denn die wahre Frage wäre doch, wenn deine Frau morgen früh aufwacht, dich anschaut und sagen würde, ja, wir wandern aus, würdest du es dann wirklich direkt tun? Oder ist die Frau vielleicht einfach diejenige, hinter der der Mann dann sehr bequem seine Zweifel verstecken kann? Ja, vielleicht bin ich irgendwie ein bisschen anders. Aber ich bin nicht anspruchslos. Ich habe ebenfalls Punkte, die mir sehr, sehr wichtig sind und ohne die ich nicht leben möchte. Sie sind bei mir vielleicht nur anders gewichtet als bei vielen anderen. Ich möchte einen frei gewählten Platz. Ich möchte meine Familie um mich haben. Ich möchte die Natur um mich haben. Ich möchte selbst bestimmen, wie ich meinen Tag gestalte, wie ich mit der Natur lebe. Und insbesondere möchte ich frei und souverän über meinen Tag entscheiden und nicht, dass wer Drittes mir sagt, was ich zu tun oder zu lassen habe. Und schreib uns mal in die Kommentare, bist du eher Typ Dschungelfrau, Dschungelmann? Oder lieber sicherheitsliebend?